Rita faulenzt am Pool, aber keine Sorge, ich bin für euch da. Ich habe jetzt mehrere Stunden damit verbracht, hier mal in die Kisten reinzuschauen und die Lego Hobbit Sets aufzubauen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir gedacht, für einen ersten Blick nehme ich euch mal mit der Kamera mit und wir schauen uns die Sets mal in aller Ruhe an. Und ich sage euch, ich weiß jetzt, warum die so teuer sind. Die sind formidabel. Bis gleich. Beginnen wir gleich mal, jedenfalls für mich, mit einem wahren Highlight-Set. Das ist die Höhle des Goblin-Königs. Ein wahnsinnig cooles Set. Und ich sage nochmal, ich habe jetzt beim Durchschauen und beim Ausprobieren der Sets verstanden, warum manche Sets so teuer sind. Auch dieses Set hier hat seinen Preis mehr oder weniger leider verdient. Es ist ein sehr großes Set. Ich glaube, es sind 840 Teile. Die Figuren seht ihr hier. Übrigens, es kann durchaus sein, dass das ein oder andere Set noch nicht ganz komplett ist, dass teilweise noch etwas fehlt oder dass das teilweise etwas falsch aufgebaut ist. Ich habe jetzt mehrere Stunden damit verbracht, hier die Sets ein bisschen in Ordnung zu bekommen. Die wurden beim Transport in diesen Umzugskisten von Actionmarkt etwas ramponiert. Zum Teil haben wir sie auch dort beim Verkäufer ein bisschen abgebaut, damit sie besser in die Kisten reinpassen. Also da und dort kann es durchaus sein, dass noch nicht alles korrekt ist. Schreibt uns einfach in die Kommentare. Ich habe auch noch ein paar Teile hier, wo ich nicht weiß, wo die hingehören. Zum Beispiel auch Gandalf, aber ich nehme an, der wird irgendwo bei einem Herr der Ringe Set dann reinpassen. Wir haben hier also diese Höhle, wo ja die Zwergenpartie gemeinsam mit ihrem Freund Bilbo hier Station macht, mehr oder weniger, wobei er ein Geschoss tiefer ist, dazu kommen wir gleich dazu. Und wir haben hier ein total cooles Layout, finde ich. Ist sehr schön nachempfunden dem Original aus dem Film hier mit dem großen Goblin-König, der ja wirklich sehr, sehr cool ist. Und es wurde hier leider einiges mit Stickern gelöst. Also ihr seht hier, diese Fliesen sind leider nicht bedruckt, aber das sind alles Aufkleber. Man kann das Set auf jeden Fall, wie man möchte, irgendwie zusammenstellen. Also das ist alles sehr modular und sehr variabel. Da kann man sich also seine eigene unerwartete Reise zusammenbauen. Und ich muss einfach sagen, ich weiß nicht, was damals los war. Lego hatte damals mit den Figuren, die Sets sind, glaube ich, 2014 erschienen, wenn mich das nicht täuscht. Ich kontrolliere gerade, 2012, Verzeihung, war das hier, aber spätere dann 2014. Aber was sind das bitte für coole Drucke auf den Torsos und auch die Frisuren? Also unglaublich, ich war echt ein wenig baff, als ich das gesehen habe. Hier hat man auf jeden Fall ein total cooles, felsiges Areal, hier auch sogar mit Anker, mit Kessel, hier sogar, und das gefällt mir besonders gut an den Sets, dass hier einfach trotzdem auch so viele Spielelemente mit dabei sind. Hier kann man das so runterlassen und dem Typen hier, dem Goblin hier auf den Kopf fallen lassen. Und auch hier zum Beispiel bei dieser Brücke, wenn ihr das seht oder wenn ihr euch noch erinnern könnt an den Film, hier ist so ein kleiner Mechanismus, den kann man draufdrücken und dann fällt die ganze Brücke runter. Also ein wirklich, wirklich cooles Set. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Spielfeatures, auf die ich jetzt gar nicht zu sprechen gekommen bin. Das soll auch, wie gesagt, nur mal so ein erster Blick sein. Hier kann man auch irgendwas machen, sehe ich gerade. Oh, hier kann man jemanden befreien, der hier eingesperrt ist, nehme ich an. Das ist auch sehr cool. Und hier ist auch noch ein Mechanismus. Also Wahnsinn, was sich die alles eingefallen haben lassen. Oh, hier kann man wahrscheinlich den Schatz hier unten rausdrücken. Ja, total cooles Set. Ich bin restlos begeistert, wie ihr seht. Nach der Goblin-Höhle machen wir jetzt Kurzstation in Auenland. Also wie gesagt, das ist jetzt auch nicht chronologisch, wie alles im Film passiert, sondern mehr, wie ich die Sets jetzt nochmal kontrolliere und schaue, ob bei den Figuren alles komplett ist. Wir haben hier das Haus von unserem Freund Bilbo. Auch hier die Zwerge mit dabei natürlich, wie es sich gehört aus dem Film. Coole Kappe hier. Auch cooler Gesichtsausdruck und hier unseren Freund auf dieser Seite. Das ist natürlich nicht so original in den Berg eingebaut, wie es im Film vorkommt, aber ich liebe trotzdem, wir müssen daran denken, dieses Set ist auch 2012 erschienen, also ist auch schon 10 Jahre alt, was sie damals schon mit den Farben und dem allen gemacht haben. Das sieht wirklich, wirklich sehr authentisch aus. Hier fehlen mir noch
ein paar kleine Fliesen, aber ich bin in der Hoffnung, dass die dann bei den Herr der Ringe-Sets dabei sind. Und dann natürlich auch die Innenseite dieses Hauses ist voll erstens bespielbar und zweitens eingerichtet. Wir haben hier unseren guten Freund, der fast bei jedem Set dabei ist, Bilbo. Natürlich, er ist ja der Hauptcharakter mehr oder weniger der Trilogie. Und dann ist hier alles eingerichtet mit jede Menge Krimskrams, Essen, Karten. Er schreibt hier hinten an seinem Buch, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr den Film gesehen habt. Die Tür kann man natürlich auch öffnen, das mache ich jetzt nicht, sonst fliegt Bilbo herum. Das weiß ich noch nicht, wo das hingehört. Das ist in der Kiste gelegen, aber ich habe keine Ahnung, wo das hingehört. Muss ich nachher nochmal schauen. Und auch total nett. Und sie haben einem wirklich, wirklich viele Dinge zum Futtern hier reingegeben. Es gibt hier jede Menge Hühnchen, Kirschen, Äpfel. Also wirklich ein schönes Set, muss ich sagen. Hat etwas mehr als 600 Teile, 650 glaube ich. Und ist auch ein sehr schönes Display-Set, das man aber auch gut bespielen kann, finde ich. Auch hier der Vorgarten. Und ja, wenn ihr der Hobbit schaut, speziell natürlich den ersten Teil, dann spielt sich ja der Beginn des Films hier auch ab. Und man kennt ihn, er lässt sich natürlich nicht die Zwerge lassen sich nicht abwimmeln, so wollte ich sagen. Er lässt sich seine Gastfreundschaft nicht vertun. Ein wirklich sehr, sehr schönes Set hier aus dem Auenland. Als nächstes, wir machen jetzt einen kleinen Sprung in der Geschichte, ich hoffe, das macht euch nichts, haben wir die Attacke auf Seestadt aus dem dritten Teil. Hier natürlich am Start mit Tauril hier in diesem Boot. Bard ist oben mit einem Stud-Shooter ausgestattet, der dann wahrscheinlich irgendwann mal auf Smaug schießen wird. Und dann haben wir auch noch Bards Sohn, der hier so ein drehbares Dingsbums hier bedient und 2 Orkkrieger. Auch hier ein paar kleine Spielmechanismen. Erstens mal kann man hier die Türe aufmachen, dann fällt hier alles raus und das lässt sich auch übrigens mit dieser Laterne hier steuern. Kann man wahrscheinlich auf die Orks was runterwerfen. Und ja, total nettes Set eigentlich. Auch schöne Details. Und dieses Gefängnis hier oder was auch immer das ist, das kann man hier auf der Seite auch noch aufsprengen. Dann kann Bard hier wieder raus und kann schlussendlich den Drachen hier besiegen. Wie das mit der Geschichte weitergeht, wisst ihr dann wahrscheinlich. Eher nicht so gut, aber kann man nichts machen. Die Attacke auf Seestadt. Wir bleiben gleich in Seestadt hier mit dieser Verfolgung aus dem zweiten Teil. Ein Set, welches mir auch sehr gut gefällt. Ich bin ein großer Fan von Seestadt im Film. Das finde, das sieht total cool aus. Wir haben hier ein mehr oder weniger dreiteiliges Set. Wir haben hier die Gebäude aus Seestadt, hier mit diesem bösen Bürgermeister oder Präsidenten oder was auch immer das sein soll. Total cooles Haarteil in Kombination mit dieser Mütze. Also sowas hat man später wirklich nicht mehr gesehen bei Lego. Und hat er hier natürlich auch seinen Freund. Dann haben wir hier Bilbo mit dabei. Der ist auch bei dem Set dabei. Und dann haben wir hier Bard, der unseren Zwergenfreunden hilft bei der, ja, beim Transport in Richtung Seestadt. Und hier ist auch ein total cooles Schiff dabei. Zuerst habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht so gut, aber es ist schmal, es ist lang, es hat seine Daseinsberechtigung, hier auch mit diesen coolen bedruckten Schildern auf der Seite, beide Seiten hier, im Fass natürlich, wo sie sich verstecken unter den Fischen, ein kleines Katapult hier und hier, mir gefällt auch dieses angedeutete Segel irgendwie sehr cool, also sehr gut, ich finde das sehr cool. Das kann man zwar natürlich nicht ausfahren, aber sieht ganz nett aus. Und dann haben wir hier bei den Gebäuden natürlich, ich glaube, das ist das Haus des Bürgermeisters, wenn mich nicht alles täuscht, hier drinnen etwas spärlich eingerichtet. Man kann hier auch manchmal die Seitenmauer rausdrücken, also hier auch wieder an das Spielfeature gedacht. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch jede Menge Waffen. Waffen sind übrigens immer sehr viele dabei, also das gefällt mir wahnsinnig gut. Dann haben wir hier ein Fass mit einem Fisch drinnen. Und ja, das ist wirklich also alles sehr nett zum Bespielen. Und die Farben, die hier verwendet wurden, sind einfach erste Klasse. Wir haben hier so viel Braun, so viel Dark Tan, zum Beispiel auch hier bei diesem Set nicht so viel, aber auch hier dunkelgrün. Unglaublich, was hier an Aufwand reingesteckt wurde. Und das Set, finde ich, sieht auch sehr, sehr nett aus hier.
Das Duell mit dem Hexenkönig, ein kleines Set, hat nur etwa 100 Teile, aber ist nichtsdestotrotz auch nicht zu vernachlässigen. Wir haben hier unseren Hexenkönig, ein total cooler Kopf, der glaube ich auch der Torso habe ich später nie wieder gesehen bei Lego. Ja, das ist ein Set, welches jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas vernachlässigbar aussieht, aber welches auch total cool ist. Wir haben hier wieder einen Mechanismus, dass man sowas rausschießen kann. Und ja, also nicht viel, aber ein 100-Teile-Set mit 3 so coolen Figuren, das sieht man heute eher weniger, ist auch ein ja, kleiner Schatz, möchte man fast sagen. Mir gefällt es sehr gut. Und auch sie übrigens. Total coole Haare und total coole Körperteile hier. Als nächstes haben wir die 79012, die Elbenarmee, ein Set, welches auch schon von der Weite aus betrachtet sehr cool aussieht. Schaut euch alleine mal diese Schilder an, davon sind 2 beim Set dabei. Also das ist mal der absolute Wahnsinn. Hier haben wir natürlich unseren Elbenkönig, 2 dieser grün angezogenen Elben und dann natürlich auch unsere Freundin Tauril gemeinsam mit 2 dieser Orks und sogar einen Warg haben wir hier und die sind auch extrem teuer bei Bricklink. Ich habe mir zuerst gedacht, was soll das sein? Irgendwie gefallen mir die auch aus Lego nicht so gut. Hat sich jetzt, als ich die in Original in der Hand gehalten habe, geändert. Also sind auch total coole Tierchen irgendwie, auch wenn sie natürlich böse sind. Wir haben hier so eine Leiter, die kann unser Elbenkönig oder wer auch immer hier runterhauen, dann fällt der Ork mit ihm runter und hier auch noch einen Mechanismus und zwar kann man hier, wenn ich mich nicht täusche, jetzt weiß ich wieder nicht, wo hier das zum Ziehen oder zum Drehen ist, man kann auf jeden Fall hier hier ist das, man kann hier den Baum so auf die Seite springen lassen und dann fliegt unser Freund oder wer auch immer sich da hinten positioniert hat, fliegt dann nach vorne und kann dann die Orks natürlich gleich aus erster Hand kaputt machen. Sehr schön auf jeden Fall auch. Heutzutage würde man das bei Lego nicht mehr so machen. Hier auch mit diesen kleinen Details hier auf der Seite und jede Menge Grünzeug. Auch diese Blätter hier gefallen mir sehr gut. Und das Set sieht sehr solide aus. Natürlich, es ist hinten eher spartanisch gehalten, aber hier haben wir übrigens auch zum Rausschießen noch so einen Stud, damit man die Orks gleich von der Weite her killen kann. Aber sehr schön gemacht und auch hinten jetzt nicht ganz so spartanisch, wie es heutzutage bei Lego teilweise der Fall ist. Also mir gefällt auch dieses Set sehr, sehr gut. Bleiben wir gleich bei den Elben, aber heute kommen auch die Zwerge mit. Und zwar sind wir hier bei dem Barrel Escape. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, eine total coole Szene, wie ich finde. Wir haben hier das Gefängnis, wo man auch, glaube ich, die Hintertür irgendwie raushauen kann. Ja, hier ist auch so ein Mechanismus, dann kann man hier unsere Zwergenfreunde befreien. Sehr geräumig übrigens, also da passen wirklich hoppala, ein paar Zwergenfreunde rein. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite diesen Weinkeller oder was auch immer das ist, was die Elben hier brauen und trinken. Wir haben hier jede Menge dieser Utensilien. Hier ein Fass zum Zapfen, dann haben wir hier so einen coolen Tisch, dann so eine Aufbaugeschichte mit Waffen und dann natürlich auch hier wieder jede Menge cooler Minifiguren. Also natürlich Bilbo haben wir jetzt schon gesehen, den kennt ihr schon, er hat immer seinen Ring dabei, hier auch mit Stich und dann haben wir hier seine Zwergenfreunde und natürlich auch Elben. Was wollte ich noch sagen? Hier haben wir noch einen Kollegen und das, was ich ganz cool finde, ist natürlich auch hier, dass man diese Barrel Escape auch wirklich nachspielen kann und zwar könnt ihr hier einen Zwerg oder auch von mir aus Bilbo hier in das Fass reingeben und dann kann man hier so einen Hebel drücken, was diese Platte hier nach oben schnalzen lässt und dann sind sie schon im Fluss, wo sie den Elben dann entkommen werden. Also auch das hier ein wirklich, wirklich cooles Set, wie ich finde. Ab geht's nach Dol Guldur mit diesem kleinen Set hier, auch sehr, sehr zu empfehlen. Wir haben hier Beorn mit dabei, der glaube ich exklusiv ist. Sind übrigens bei sehr vielen Sets mit Ausnahme von Bilbo, sind sehr viele der Figuren immer exklusiv oder sie haben exklusive Teile mit dabei. Also der ist mit dabei, dann haben wir hier
zweimal so tolle Orks, wie ich finde, auch coole Friesen hier bei beiden. Totenköpfe sind immer jede Menge dabei. Wir haben hier so ein kleines fahrbares Katapult und dann haben wir hier so diesen Hinterhalt. Man kann hier allen Ernstes aufklappen, dass man hier das Set noch ein bisschen erweitern kann. Und ich habe mir das noch nicht genau angesehen. Man kann auch hier irgendwie hinten diese, ja, was das genau ist, diesen Amboss oder was auch immer, kann man hier schwenken und drehen, dass dann hier auch diese Äxte und diese Geschichten hier nach vorne schnalzen. Also auch das ein wirklich, wirklich schönes Set. Es hat ungefähr 200 Teile, gefällt mir aber auch sehr gut und sie haben einfach wirklich nicht gespart bei den Details. Hier zum Beispiel kleine Fackel, dunkelrote Blätter, die sind auch sehr selten, die würden bestimmt Ritter gefallen, aber die bekommen sie nicht. Hier auch mit diesen Teilen hier sehr, sehr schön gemacht und ja, es hat einfach alles Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Auch das ein kleines, aber feines Set. Als nächstes geht's in den Zauberwald zu unseren Freunden, den Spinnen, die wir hier dabei haben. Zweimal diese überdimensionierten Spinnen, auch die sehen irgendwie total cool aus. Dann haben wir hier Tauril und Legolas, die den Zwergen zu Hilfe kommen. Und zwar haben wir hier bei diesem Set dabei Fili und Kili, auch total cool gemacht. Wir haben hier einerseits, ich habe das jetzt hier platziert, eine Spinne, die mit Glow-in-the-Dark Farben ausgestattet ist. Die kann man hier hinten, wenn man auf den Knopf drückt, sogar so rausschießen lassen. Das habe ich jetzt aber, damit ihr es besser sehen könnt, schon mal rausgegeben. Dann hier total coole Spinnennetze. Das sind so Beutel, die habe ich sonst auch noch bei keinem Set gesehen. Falls doch, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Hier dieser Baum, auch mit den dunkelroten Blättern. Sehr schön gemacht, auch die Rückseite. Heutzutage wäre bei Lego hier wahrscheinlich ja nichts. Damals hat man aber trotzdem den Baum von hinten auch ein bisschen designt. Hier diese Pilze finde ich auch total cool. Hier jede Menge Knochen in Fässern. Und auch hier ein kleines, aber feines Spielfeature. Und zwar, wenn man hier diesen Bolzen rauszieht, dann verabschiedet sich der Baum und die Zwergenfreunde können gerettet werden. Vor den bösen Spinnen natürlich. Und was ich vergessen habe zu sagen, die Spinnen haben übrigens auch Glow-in-the-Dark Augen, also auch das wirklich sehr schön gemacht. Attacke der Wargs heißt dieses Set hier und wir haben hier auch zwei Wargs dabei, einmal in weiß und einmal in grau. Auch die hier natürlich wieder total cool. Bei dem anderen Set war einer in braun dabei, das heißt wir haben jetzt schon 3 Farben. Dann haben wir hier Jasnek, der glaube ich auch exklusiv ist bei diesem Set. Ein sehr böser Mann, wie mir scheint. Und dann haben wir natürlich auch noch seinen kleinen Kollegen, den er hier mitgenommen hat. Und auch ihn hier, der sich hier schon versteckt. Einen großen brennenden Baum. Hier mit unseren Zwergenkollegen, auch Thorin natürlich am Start. Die Wargs sind hier auf diesem coolen Felsen drauf, der auch sogar innen mit Totenköpfen und so weiter versehen ist. Total, ich habe zuerst geglaubt, da ist was kaputt, aber das gehört so. Das sieht auch wirklich total schön aus. Und Lagerfeuer ist zweimal am Start und natürlich dieser brennende Baum, der auch wirklich sehr schön designt ist. Man kann den hier so drehen, also die Elemente lassen sich drehen, damit man ihn, je nachdem wie man ihn gerne haben möchte, ausrichten kann. Und wir haben hier die Flammen, die kann man hinten mit so Bolzen hier rausschießen, dass die ich weiß jetzt nicht, sonst fällt mir alles runter, dass der Baum mehr oder weniger gelöscht wird, hier auch mit Wasser und ja, auch sehr, sehr schön designt, hier sehr viele Blätter mit dabei und sieht auch von hinten wirklich toll aus, also gefällt mir auch sehr gut hier mit den 2 Pilzen am Start und ja, also auch ein sehr, sehr schöner Baum hier, die Wargs sind auch toll übrigens. Dieses kleine, aber natürlich nicht zu vernachlässigende Set mit einem ganz wesentlichen Content-Teil aus der Hobbit- oder gesamten Herr der Ringe-Reihe haben wir natürlich auch noch. Wir haben hier unseren Kollegen Gollum, dann haben wir Bilbo mit seinem Stich und das ist die Szene, als er im Untergeschoss, wo oben gerade gekämpft wird mit diesem Goblin-König, wo er unten den Ring findet. Und zwar ist das hier ganz cool. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll, weil hier kann man diesen Berg oder was auch immer das ist, kann man auch aufklappen. Das geht jetzt natürlich mit einer Hand wieder ein bisschen schwierig, aber das kann man so rausklappen und dann kann man hier den Ring, so der Gollum ja aus der Tasche fällt, kann man den hier so raushauen. Und der Kollege ist dann natürlich sehr ja, grantig und verärgert und wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Hier ist auch immer noch ein zweiter Ring dabei.
bei den Sets immer ein Ersatzring und das finde ich ganz cool, denn wenn man damals einen verliert, dann hat man wenigstens den einen Ring noch immer dabei. Hier also Bilbo in seiner klassischen Montur, denke ich, auch tolle Figur und Gollum, ihr kennt ihn, auch sehr cool hier mit den Armen, die ja, so in dieser Farbe, glaube ich, auch nicht so oft mehr vorkommen. Ein kleines, aber feines Set, wie ich finde. So, jetzt sind wir wieder in Dol Guldur, hier mit einem sehr großen Set, hat 800 Teile, eine Burg, würde ich mal sagen. Wir haben hier Azog den Schänder mit dabei, der, glaube ich, auch sehr selten ist. Dann haben wir hier mit dabei Gandhi, natürlich unseren alten Freund. Dann ist hier auch Radagast mit dabei, der auch sehr cool ist, finde ich. Ja, dann haben wir hier ein Spielfeature, welches mir auch sehr gut gefällt. Man kann hier oben so drehen. Da haben wir dann den Nekromant, der sich hier rein swingt. Und jede Menge Spielfeatures natürlich. Wir haben hier diese Statue, wir haben hier so ein cooles Gebilde hier mit den Stiegen, die hier so reingehängt sind. Man kann diese Burg auch zusammenklappen oder ein bisschen anders vom Layout her machen. Hier auch, wenn man das rauszieht, dann kann auch der Kollege hier runterfallen. Es ist auch noch ein Katapult dabei. Es ist alles sehr modular, also man kann wirklich die gesamte Struktur der Burg ein wenig ändern. Und auch hier, bitte schaut euch das mal an von hinten. Sehr, sehr schön designt. Das ist alles geschlossen, das ist alles zugebaut. Hier mit Spinne, hier mit Fass und weiß ich nicht, was das sein soll, ein Knochen, sehr, sehr schöne Farben verwendet, also nichts, was hier nicht reinpasst, hier auch mit diesem Tor, und da kann man schon ein schönes Dol Guldur Battle nachspielen, finde ich. Was ist das hier? Ah, das Schwert hier, das ist auch ein Spielfeature, welches ich und euch noch zeige. Nächstes Mal nehmen wir Rita wieder mit, dann kann sie uns die Kamera ein bisschen schwenken. Wir haben hier also, Moment, das Schwert, was man hier auch bewegen kann, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ein großes Set, welches auch sehr cool ist. Hier fehlt mir momentan nur diese dunkelrote, das ist dunkelrote Blätterteil. 2 Sets haben wir noch und es geht weiter. Übrigens, ich hoffe nicht, dass ich euch schon mal eines doppelt gezeigt habe. Wenn ja, dann sorry. Weiter geht's mit der Legende, der einsame Berg, auch bekannt als Erebor. Einem Set, wo ich mir am Anfang von den Bildern gedacht habe, dass mir das nicht so gut gefallen wird, weil das irgendwie ein bisschen halbgar ausgesehen hat. Aber meine Meinung hat sich auch bei diesem Set jetzt geändert. Wir haben erstens mal dabei natürlich den wohl bösesten Drachen der Herr der Ringe Doppeltrilogie, Smaug, ein Riesenteil, also der ist wirklich, glaube ich, Originalgröße, kann alles Mögliche bewegen, Kopf, seine Flügel, auch die sind ein Vermögen wert, alleine auf Bricklink, Schwanz und Beinchen, also er ist wirklich voll dabei, auch unten natürlich total cool bedruckt hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt mit diesem einen dunkleren Part hier, wo er dann ja auch getötet wird. Und dann haben wir hier den einsamen Berg. Und schaut euch mal diese geniale Farbkombination an mit diesem Sandgrün und den vielen goldenen Teilen. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Wir haben hier natürlich jede Menge Zwerge dabei. Auch Bilbo ist am Start hier mit einem etwas ernsteren Gesichtsausdruck. Aber sonst sind hier alle mit von der Partie. Auch er hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, auch total cool. Und dann haben wir hier den Berg, oder besser gesagt das Innere des Berges. Und hier gibt es jede Menge zu entdecken, jede Menge zu tun. Fangen wir vielleicht mal auf dieser Seite an. Wir haben hier einerseits so ein Katapult, wo wir, glaube ich, den Drachen mit Gold beschießen können. Das ist nämlich alles geschmolzen hier, weil unten ein Feuer ist. Dann hier Leiter, natürlich jede Menge Waffen, jede Menge Equipment für die Zwerge. Also hier wurde auch nicht gespart, Fässer, Flammen und so weiter. Dann haben wir hier natürlich das Gold, was die Zwerge alles abbauen. Dann gibt's hier so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein fahrbaren Untersatz, wo man hier auch natürlich dieses Fass hier nach oben und nach unten schwenken kann. Also das ist auch sehr, sehr cool hier mit Stickern, das weiß ich gerne, also ich weiß nicht, was das übersetzt heißt, wenn ihr es wisst, dann könnt ihr euch natürlich gerne melden. Hier die Tür, glaube ich, geht auch irgendwie auf, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir dann von hinten schauen. Dann haben wir hier so einen kleinen Berg, wo natürlich hier Schätze drinnen sind. Hier ist auch der Ring nochmal drinnen. Der Verkäufer hat immer alle Ersatzteile zum Teil in die Sets reingetan. Und das finde ich auch total gut, denn dann, wenn man mal einen Ring verliert oder wenn man mal wo einen braucht, dann hat man hier einen. Dann haben wir hier den Königsthron, wo natürlich auch dann
der Arkenstone, jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein, drauf gehört. Hier auch total cool mit diesen zwergischen Elementen hier, und auch die Stiege sieht sehr, sehr schön aus. Von der Hinterseite, also auch das Set, kann man hier so schwenken und kann sich das aufstellen, wie man es möchte. Haben wir hier einerseits, oh, das möchte ich euch noch zeigen, die Stiege, die kann man hier so raus so ploppen lassen. Dann sieht man hier auch unten zu den Schätzen rein, und auch hinten sieht es eigentlich wirklich, wirklich sehr gut aus. Wir haben hier den Arkenstein, denke ich mal, dass das der ist, sieht auf jeden Fall so aus. Und hier auch noch Schaufel, und also irgendwie kann man diese Tür aufmachen, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Zu große Finger gehabt. Also es ist auch irgendjemand von den Zwergen hat einen Schlüssel in der Hand, und mit dem kann man hier aufsperren. Vielleicht auch einfach zugesperrt. Auf jeden Fall ist das das Erebor-Set, welches auch eigentlich sehr schön zum Aufstellen ist und auch sehr cool aussieht, glaube ich. Oder sehr gut bespielbar ist, so wollte ich sagen. Natürlich mit Smoggen an der Seite. Und dann sind wir bei unserem letzten Set angekommen. Das Set heißt die Schlacht der 5 Heere, ganz interessanter Name eigentlich. Das heißt, wir sind hier vor dem einsamen Berg in dieser verlassenen Stadt hier, welche offenbar angegriffen wird. Wir haben hier einerseits diesen großen Greif, der auch sehr cool ist, gefällt mir wahnsinnig gut, hat auch eine enorme Flügelspannweite. Dann, wie könnte es anders sein, natürlich Bart. Hier ist auch Legolas mit von der Partie. Dann haben wir diverse Zwerge, auch natürlich unseren Freund hier, der gerade gegen Azog kämpft. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der oder der andere Azog der seltenere ist. Einer von den beiden ist auf jeden Fall auf Bricklink teurer. Und dann hat er hier natürlich auch noch seine Orks mitgenommen. Wir haben hier ein überdimensioniertes Katapult. So ein großes Katapult habe ich auch überhaupt noch nie gesehen bei Lego, welches eine total coole Mechanik hat. Und zwar kann man hier mit diesem Zahnrad hier, diese beiden, hier ist übrigens noch ein falsches Teil verbaut, das werde ich noch suchen und finden hoffentlich, diese Pfeile hier rausschießen. Sieht wirklich, wirklich toll aus. Sehr massiv, sehr groß. Und dann haben wir hier diesen, ja, nennen wir es mal Wohnblock, der ein wenig verfallen ist. Wir haben hier die Stiege, die schon ein bisschen schlecht aussieht. Den Übergang hier, den man übrigens, glaube ich, kaputt machen kann. Hier hinten kann man was rausziehen. Dann seht ihr, es ist jetzt ein wenig fest drauf gewesen, dann kann man hier die Brücke auch kaputt machen, wenn Azog hinter einem her ist. Und auch hier gibt es jede Menge Zeugs. Man kann hier, übrigens hier unten jede Menge Waffen und so weiter. Cooler Grundriss hier auch, der so ein bisschen asymmetrisch ist. Und irgendwo, ach, hier ist auch noch ein Hebel, da kann man draufdrücken und dann, das ist auch sehr fest drauf. Glaube ich, hebt man da den gesamten Turm aus. Ich weiß es jetzt momentan nicht. Das muss ich mir, dieses Teil hier hebt man raus, was auch immer das ist. Und man kann natürlich auch, wenn man will, den Balkon hier runterfallen lassen. Also auch ein wirklich sehr schönes Set, wie ich sagen muss. Und jetzt habe ich das ein bisschen kaputt gemacht. Mit den dunkelroten Dächern sieht das sehr, sehr authentisch aus, finde ich, und ja, ist auch natürlich zum Erweitern ideal geeignet. Die Steine hierfür sind natürlich nicht gerade günstig, hier auch mit den großen Arches hier, sehr viel in Tan und Dark Tan, aber mir gefällt es wirklich, wirklich gut. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt, jedenfalls denke ich das. Es hat mehrere Stunden gedauert, hier alle Sets aufzubauen und mehr oder weniger zu komplettieren, obwohl gar nicht so viel damit falsch war. Das ist allen voran daran gelegen, dass ich, meine Frisur, ja, wirklich erstaunt war, und ich habe einfach zum Teil nur mir die Sets angesehen und mir gedacht, wie geil sind die denn zum Teil. Also ich weiß nicht, hoffentlich habt ihr es auf der Kamera auch gesehen. Ich habe jetzt noch eine kleine Liste mit Teilen, die mir noch so fehlen, wo das ein oder andere noch nicht komplett ist. Wie gesagt, es sind auch Teile übrig geblieben. Vielleicht sind die bei den Herr der Ringe Sets dabei, das hoffe ich zumindest. Was war das jetzt? Ja, das war jetzt mehr oder weniger so ein erster Blick auf die Sets. Ich habe natürlich zuerst schon mal ein bisschen geschaut, dass alles aufgebaut und komplett ist, oder ob das überhaupt aufgebaut werden kann und komplett ist. Sieht aber sehr gut aus. Die Steine sind in 1A Qualität, also damit wurde wirklich nie gespielt. Minifiguren sind auch alle da. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Wir können euch aber auf jeden Fall, vielleicht sogar Rita auch,
Ich glaube, wenn sie das hier sieht, wird sie auch begeistert sein. Können wir euch die Sets natürlich auch mal noch in einem Close-Up-Review zeigen, wenn ihr das ein oder andere Set gerne noch genauer beleuchtet haben wollt. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mit so auf die erste Tour, wenn wir die Sets nochmal beäugen. Und es kommt dann noch natürlich auch noch ein zweiter Teil. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video heute noch aufnehme, denn es ist sehr, ja, sehr viel Arbeit hier gewesen, aber es kommt noch ein zweiter Teil, sei euch gewiss, über die Herr der Ringe Sets. Da freue ich mich auch schon, weil da sind auch tolle Sets dabei und ja, hoffentlich gefallen euch die Sets genauso wie mir. Wenn nicht, dann kann man nichts machen, aber mir gefallen sie auf jeden Fall sehr, auch die Figuren, die vielen Teile. Man hat da wirklich gemerkt, dass Lego da mit Herzblut dabei war und es wäre toll, wenn wieder mal Herr der Ringe Sets oder Hobbit Sets rauskommen würden, aber man müsste natürlich schauen, ob die dann auch qualitativ noch immer so gut sind wie die aus den Jahren 2012 bis 2014. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen spielen, ich werde hier noch ein bisschen rumbasteln, mal schauen, ob ich noch das ein oder andere Teil finde, welches noch fehlt. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn irgendwas nicht so gepasst hat oder wenn irgendwo was falsch aufgebaut ist. Ich bin jetzt gerade erst dabei, mich ein bisschen mit den Sets auseinanderzusetzen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da der Profi bin. Auch wenn ich mich mit den Namen der Charaktere versprochen habe. Ich habe die Hobbit-Filme alle extra nochmal angeschaut für dieses Video und bin bei Herr der Ringe leider nur bis zur Mitte gekommen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen beschäftigt. Als nächstes gibt es dann Herr der Ringe und ja, euch auch auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch Hobbit oder Herr der Ringe Sets gehabt habt oder noch immer habt, ob welches Set eure Lieblingsset ist. Ich glaube, meins ist das mit dem großen Goblin-König, welches ich euch am Anfang gezeigt habe. Das finde ich echt mega cool. Ja. Schöne Grüße auch von Rita, soll ich hier ausrichten. Sie badet und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Baut was Schönes und tschüssi.